Ja, sehr geehrte Vorstände und Geschäftsführer der Stiftung, Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Deutschen Bundestags, sehr geehrte Familienunternehmerinnen und Familienunternehmer, sehr geehrte Damen und Herren, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich außerordentlich, heute hier sein zu dürfen. Und lassen Sie mich persönlich beginnen. Ich habe in meinem früheren Berufsleben für ein Unternehmen gearbeitet, das stark von seinen Gründern geprägt war. Und auch als die Gründer längst nicht mehr im operativen Geschäft und auch nicht mehr beteiligt waren, habe ich mich weiter regelmäßig mit ihnen getroffen. Nicht, weil ich es musste, sondern aus Respekt vor ihrer Lebensleistung, um von ihrem Rat zu profitieren und weil ich mich verpflichtet fühlte, ihr Erbe zukunftsfest weiterzuentwickeln. Und Familienunternehmen zeichnen sich durch eine besondere Haltung aus. Verantwortung zu übernehmen für etwas, das oft größer ist als der eigene Zeithorizont. Sie gehen selbst ins Risiko. Sie denken in Generationen, nicht in Quartalen und machen ihre Unternehmen enkelfähig. Sie bauen etwas auf das Familiengenerationen stolz sind. Sie schaffen und sichern Arbeitsplätze, übernehmen Verantwortung für die Menschen, die bei ihnen arbeiten und erwirtschaften den Wohlstand, der dieses Land stark macht. Familienunternehmen sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Und zu oft bleiben sie unter dem Radar, weil sie einfach machen, statt darüber zu reden. Dafür gleich zu Beginn und von Herzen mein großer Respekt und herzlicher Dank an Sie. Verantwortung über den eigenen Horizont hinaus, das braucht auch der Staat. Gerade in dieser Zeit der Krisen, Kriege, Zölle, hohe Energiepreise, Fachkräftemangel, Bürokratie. Wer selbst ins Risiko geht und etwas Eigenes schafft, der entwickelt einen scharfen Sinn für eine einfache Frage. Wird geliefert oder nur geredet? Die Vereinfacher sind mit Antworten schnell bei der Hand, meist lauter als richtig. Doch bei aller berechtigten Kritik gerät eines aus dem Blick. Es bewegt sich etwas mehr, als die öffentliche Stimmung vermuten lässt. Und wer das verschweigt, füttert auch den Frust. Und Frust kippt schnell in Zynismus. Aber richtig ist auch, Deutschland macht es ihnen sehr häufig viel zu schwer. Der Staat ist an vielen Stellen der langsamste Teil der Wertschöpfungskette. Verfahren dauern zu lange, Zuständigkeiten sind zersplittert, Daten müssen permanent dauernd geliefert werden und aus dem Versprechen von Entlastung wird in der Praxis nicht selten neue Dokumentation, neue Rechtsunsicherheit, neue Komplexität. Und für große Familienunternehmen, eigentlich für alle Unternehmen, aber gerade auch für Sie, geht es nicht um Kleinigkeiten. Es geht um Investitionsentscheidungen, um Wettbewerbsfähigkeit, um Planungssicherheit und am Ende um die Frage, können Deutschland und Europa eigentlich Tempo? Denn Geschwindigkeit ist eine der wichtigsten globalen Währungen geworden. Und es gibt nur einen Weg, das zu drehen, das Notwendige anzupacken und umzusetzen, bis die Dinge funktionieren. Das ist der Auftrag der Politik. Daran müssen wir uns messen. 20 Jahre hat Deutschland bei den großen technologischen Umbrüchen, Deep Tech, vor allem zugesehen. Die Plattformen wurden woanders gebaut, die Standards anderswo gesetzt, Chips, Software, Cloud, Plattformgeschäfte, KI. Wir haben mitgenutzt und reguliert, aber kaum noch selbst gestaltet. Das ist eine strukturelle Innovationsschwäche. Ich betone das immer wieder, weil das Thema in der Debatte kaum vorkommt. Das Wachstum, was über Deep Tech entstanden ist, was hier fehlt, das ist auch einer der Hauptgründe, was uns heute zurückhält. Eine Kommentarkultur, die alles kommentiert, aber selbst nicht liefern muss. Erst wird lautstark Handeln gefordert und sobald gehandelt wird, kommt reflexhaft das Urteil zu wenig am Ziel vorbei. Und manchmal richten wir unsere Energie gegen uns selbst wie ein Körper, der sich bei einer Autoimmunkrankheit selbst bekämpft. Und wenn wir wieder nach vorne wollen, müssen wir damit aufhören, nicht mit dem ernsthaften Ringen um Lösungen, aber mit dieser Selbstblockade. Gut ein Jahr sind wir nun im Amt und ich höre den Vorwurf, der uns oft begegnet, es wird zu wenig gemacht, zu viel geredet, es geht zu langsam voran. Ich nehme das sehr ernst. Wenn man verlorene Jahre aufholen muss, wird man auch nicht am gewohnten Tempo gemessen, man wird am Rückstand gemessen, den man wettmachen muss. Und deshalb haben wir das Haus anders aufgestellt, nicht in Strategiepapieren, sondern in Projekten mit messbaren Zielen, klaren Verantwortlichkeiten und verbindlichen Deadlines. Meine sehr geehrten Damen und Herren, stellen Sie sich
für einen Moment mal ein Deutschland vor, das sich wieder stark anfühlt. Nicht laut, nicht getrieben, einfach stark, weil Dinge funktionieren. Für Bürgerinnen und Bürger, für die Verwaltung und gerade für die, die im Unternehmen tätig sind, die Unternehmen gründen wollen, weiterentwickeln. Das ist unser Zielbild 2029 für mein Haus und der Weg dorthin ist klar. Wir setzen auf 4 Hebel. Erstens Staatsmodernisierung, ein Staat, der sich entknotet und wieder funktioniert. Zweitens digitale Infrastruktur, Netze, die das Fundament legen, auf dem alles andere aufbaut. Drittens die Verwaltungsdigitalisierung, der Deutschland-Stack als gemeinsame digitale Architektur für Bund, Länder, Kommunen und Wirtschaft, Souveränität und künstliche Intelligenz, eigene Infrastruktur, eigene Modelle, eigene KI-Anwendung inklusive industrieller KI und einem Ökosystem. Und diese 4 Hebel wirken nur zusammen. Insgesamt wollen wir 16 Milliarden Euro Bürokratiekosten abbauen. Maßnahmen für 8 Milliarden Euro sind auf dem Weg. Sie spüren das noch nicht alles. Es ist auch noch nicht alles bei Ihnen angekommen. Es ist viel, aber bei weitem nicht genug. Wir nutzen KI nicht nur, vielleicht bauen wir sie auch mal selber. Souveränität und künstliche Intelligenz sind nicht 2 Themen, sie sind eins. Wer bei KI abhängig ist, ist es politisch und wirtschaftlich. Und das ist mir eine Herzensangelegenheit. Für Unabhängigkeit braucht es 3 Dinge. Eigene Regeln, eigene Infrastruktur und ein eigenes Ökosystem. Zu den Regeln. Unser Prinzip ist einfach. Was noch gar nicht da ist, regulieren wir nicht weg, bevor es überhaupt entsteht. Und der Staat ist kein guter Unternehmer, aber er ist ein guter Kunde. 30% mehr Start-ups-Gründungen im letzten Jahr, ein Rekordjahr und auch getrieben durch KI und Digitalisierung und aktuell 30 deutsche Unicorns und da ist auch etwas in Bewegung, über das wir sprechen müssen. Was noch nicht gelungen ist, Bürokratieabbau ist zu langsam und ich kenne eben kein wirksames Wirtschaftsprogramm, um dieses Land von der Last zu befreien. Und es ist auch persönlich, sage ich, frustrierend, aber wir kämpfen dran. Es ist etwas in Bewegung und es kommt auch mehr Schwung rein, aber wir müssen einfach schneller werden. Zweitens, auch Brüssel muss umdenken und die Regelungswut massiv zurückfahren. Die Wirtschaft braucht Entfaltungsraum. Aber wir bringen uns als Regierung auch zum ersten Mal wieder wirksam in Brüssel ein. Und ganz vorne steht der Bundeskanzler Friedrich Merz, der das auch durchdrückt. Und drittens, in Deutschland diskutieren wir fast ausschließlich im Krisenmodus. Und die öffentliche Debatte folgt immer dem, was aktuell akut brennt. Verständlich. Aber wenn wir nur das Akute managen, bauen wir zu wenig an der Zukunft. Und wir müssen auch Raum schaffen für längerfristige Themen. Und Deutschland, das sage ich Ihnen mit aller Überzeugung, trotz all der Krisen und Herausforderungen, kann so viel mehr, als es sich jahrelang zugetraut hat. Und es geht am Ende um Vertrauen, um Leistungsfähigkeit, um das Grundgefühl, dass sich Anstrengung wieder gelohnt. Auch das ist Gerechtigkeit. Und genau deshalb sind Sie so wichtig für dieses Land. Denn wenn Familienunternehmen investieren, wenn sie modernisieren, wenn sie neue Technologien in ihre Wertschöpfung bringen, dann ist das mehr als betriebswirtschaftlicher Fortschritt. Dann ist das Zukunft für dieses Land. Sie denken in Generationen, enkelfähig, über Generationen stolz auf, was die erwirtschaften. Und dieses Denken braucht auch der Staat. Wir bauen gemeinsam an einer Brücke, die das nächste Jahrzehnt trägt. Wirtschaft, Staat, Gesellschaft. Jeder trägt einen Pfeiler. Fehlt einer, trägt das Ganze nicht. Aber wenn alle 3 tragen, dann wird aus Zweifel Zuversicht, aus Stillstand wird Tempo und aus dem Erbe, das Sie über Generationen aufgebaut haben, wird Zukunft. Dafür arbeite ich auch. Vielen Dank.